Hallo, hier ist Meini. Heute verrate ich euch mein richtig geiles Wildgulasch-Rezept, das ich hauptsächlich aus den Schultern meines Rehs zaubern werde. Dazu gibt es Knoblauch-Ingwer-Reis mit Rosinen und Johannisbeergelee. Um die ätherischen Öle freizusetzen bzw. zu aktivieren, rösten wir folgende Gewürze leicht an: Koriandersamen, Pfefferkörner, Piment, Kardamomkapseln, Wacholderbeeren dürfen bei Wildgerichten nicht fehlen und Sternanis. Nach paar Minuten Rösten gebe ich die Gewürze in so einen Teebeutel rein, die ihr überall in den Supermärkten in dem 1 Euro Krimkrams-Bereich kaufen könnt. Das Rehfleisch haben wir bereits klein geschnitten und braten es in Öl scharf an. Wie ihr seht, verliert das Fleisch an Feuchtigkeit. Daher bitte nicht alles auf einmal reingeben. Immer so viel reingeben, wie der Topfboden bedeckt sein kann. Nachdem das Fleisch schön angebraten ist, holen wir das Ganze raus und stellen es beiseite. Auf 1,2 Kilogramm Fleisch können wir jetzt 1,2 Kilogramm Zwiebel verwenden. Ich bleibe aber bei der Hälfte, also 600 Gramm Zwiebeln, die ich jetzt schön glasig anschwitze und klein geschnittene Sellerie und Karottenstücke reingebe. Das müsst ihr nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Aber erstens gibt es nochmal zusätzlich Geschmack ab und zweitens wird das ganze Gemüse nach paar Stunden sehr weich und bindet unseren Gulasch auf natürliche Weise. Wir müssen also keine Mehlschwitze machen oder mit Stärke abbinden. Nach weiteren paar Minuten Rösten geben wir Tomatenmark hinzu und rösten das Ganze schön weiter. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich lösche ich das Ganze mehrmals mit Rotwein ab und lasse den Rotwein verdünsten. Zusätzlich ein paar Spritzer Zitrone reingeben, Knoblauchöl rein und für mich persönlich darf auch kein Ingwer fehlen. Wie man Knoblauch und Ingweröl macht, habe ich bereits in dem oben eingeblendeten Video erklärt. Damit der Knoblauch nicht verbrennt und bitter wird, geben wir gleich die Flüssigkeit rein, aber vorher kommt noch rein frisch gehackter Rosmarin, Majoran, Thymian, Paprika edelsüß, ein Teil unserer kräftigen gelierten Rehbrühe, die wir am Vortag angesetzt haben. Das Rezept blende ich auch oben ein. Wenn ihr keine Wildbrühe habt, nehmt einfach Leitungswasser. 1 bis 2 Esslöffel Johannisbeergelee geben wir gleich mit in den Gulasch rein, damit der leicht dominante Wildgeschmack etwas neutralisiert wird. Dann kommt das Fleisch rein und das Ganze wird mit Wasser aufgefüllt. Diese Menge Wasser werden wir immer wieder nachfüllen, sobald es verkocht. Dann noch 1 Teelöffel Kreuzkümmel rein. Unsere gerösteten Gewürze kommen natürlich auch rein. Nach Wunsch 1 bis 2 Lorbeerblätter, etwas Salz und dann lassen wir das Ganze 2,5 bis 3,5 Stunden vor sich hinköcheln, abhängig davon, wie groß ihr die Fleischstücke geschnitten habt. In diesen 3 bis 4 Stunden geben wir immer wieder Flüssigkeit nach und lassen es einköcheln. In den letzten 20 bis 30 Minuten gebe ich frische Paprikastifte rein und schmecke mein Gulasch final ab. Durch die vielen Gewürze hat mein Gulasch natürlich sehr viel Power bekommen und das Fleisch ist durch das Langzeitgaren sehr zart geworden. Von der Konsistenz könnt ihr euch selbst überzeugen, da ist kein Mehl oder Stärke für die Bindung nötig gewesen. Gulasch schmeckt am nächsten Tag fast schon besser, also einfach am Vortag vorbereiten und wieder erwärmen ist überhaupt kein Problem. Bei mir gab es noch einen Knoblauchreis dazu, Basmati-Reis mehrmals waschen und in Butter 4 bis 5 Minuten anschwitzen, Salz, Ingwer, Knoblauchöl und nach Wunsch Rosinen reingeben, umrühren und in Brühe oder Wasser bei sehr niedriger Hitze abgedeckt vor sich hinziehen lassen. Süße Komponenten passen sehr gut zum Wild. Ihr dürft also sehr gerne mit Pflaumen, Aprikosen oder zum Beispiel mit Johannisbeergelee arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal.